Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem weiteren Teil der Videoreihe zum Einstieg in den historischen Motorradrennsport. In diesem Teil soll es um eine Betrachtung der laufenden Kosten gehen, die bei mir persönlich im Jahr 2025 für meine Saison in der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft aufgelaufen sind. Also bleibt dran! Ja, ich hatte es ja bereits im ersten Teil dieser Reihe angesprochen, dass neben dem Faktor Zeit oder besser gesagt Freizeit natürlich auch der Faktor Geld bei diesem Hobby immer eine tragende Rolle spielt. Und an dieser Stelle muss ich selbst zugeben, dass ich solch ein Resümee der laufenden Kosten über das Jahr selbst noch nie gezogen habe. Aus dem einfachen Grund, es ist meine Leidenschaft, mein Hobby, wofür ich mein Geld gerne ausgebe, so dass ich da die Kosten ja einfach auch ein Stück weit ausblende. Ich finde, das ist das, was das Leben lebenswert macht. Dafür geht man jeden Tag arbeiten, dass man eben in der Freizeit da seinem Hobby und seiner Leidenschaft nachgehen kann. Es ist natürlich ein höherer finanzieller Aufwand im Gegensatz dazu, wenn man Fußball oder Tennis spielt, aber andererseits bei beispielsweise Sammelleidenschaften als Hobbys denke ich mal, dass da in dem einen oder anderen Bereich auch vergleichbare Beträge über ein Jahr zustande kommen können. Aber wie ich finde, gehört es zu dieser Reihe von Videos dazu, dass man eben da auch mal offen und transparent informiert, was denn da für Kosten tatsächlich auf einen zukommen, wenn man da wirklich aktiv einsteigen möchte. Berücksichtigt habe ich jetzt hier nur laufende Kosten für die reine Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen. Einmalige Kosten habe ich hier erstmal außen vor gelassen, weil diese doch sehr stark variieren. Zum Beispiel gibt es Leute, die nutzen ein Motorrad für 1500 Euro, wiederum andere haben ein Motorrad für 15.000 Euro. Auch bei der Ausrüstung gibt es Unterschiede. Der eine hat einen Helm für 300 Euro, der andere kauft sich einen Helm für 1200 Euro. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass man die Fahrerausrüstung auch zum Motorradfahren auf den Straßen nutzt, also die sowieso anschaffen würde. Auch bei Verschleißteilen ergeben sich da unterschiedliche Größenordnungen. Der eine verschleißt mit einem Superbike einen Reifensatz an 2 oder vielleicht auch an einem Wochenende. Der andere in einer eher gemäßigten Clubsportklasse fährt seinen Reifensatz 3 Jahre, so dass das jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist. Aber eben die laufenden Kosten für die Veranstaltungen, die nicht irgendwie durch irgendwelche anderen Faktoren beeinflusst werden, möchte ich euch jetzt hier an dieser Stelle einfach mal auflisten. Also fangen wir an mit den Fixkosten, die sich direkt am Saisonanfang ergeben. Das ist als erstes die sogenannte Jahreseinschreibegebühr, die der VfV, der Veteranenfahrzeugverband, für die Teilnahme in der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft verlangt. Diese beträgt 50 Euro, ist unabhängig davon, ob man jetzt nur an einer Veranstaltung oder an allen Veranstaltungen teilnimmt. Diese ist mit der ersten Nennung zu einer Veranstaltung zu entrichten. Dann ist für die Teilnahme eine offizielle Lizenz des DMSB notwendig. Ich selbst bin hier mit einer Jahreslizenz Kategorie C unterwegs. Diese lag im Jahr 2025 bei 93 Euro und berechtigt zur Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des Deutschen Motorsportbunds und beinhaltet eine Versicherung für den Lizenzinhaber, die dann im Falle eines Unfalls entsprechende Leistungen vorhält, beispielsweise Rückführungskosten, Invalidität oder auch eine Todesfallsumme. Die Leistungen sind auf der Seite des Deutschen Motorsportbunds einsehbar. Darüber hinaus besteht das Angebot, eine weitere Versicherung on top abzuschließen mit entsprechend höheren Leistungen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Racecard beim DMSB zu erwerben. Das ist sozusagen eine Lizenz, die auf eine spezielle Veranstaltung beschränkt ist. Diese kostet 20 Euro und beinhaltet die gleichen Leistungen. Einziger Unterschied: mit der Racecard wird man lediglich in der Wertung der Veranstaltung geführt und nicht in der Meisterschaftswertung der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft. Auch hier sieht man, also wenn man an beispielsweise 5 Veranstaltungen teilnimmt,
ist dann die Jahreslizenz, wenn auch nur wenig, die günstigere Methode. Und man wird zusätzlich in der Meisterschaftswertung geführt. Zusätzlich benötigt man für die Zeitnahme einen Rundenzeittransponder. Ich habe hier meinen eigenen Transponder von MyLabs. Das ist der K-Bike Transponder mit der roten Kennzeichnung. Da gibt es ein Abo-Modell. Diesen muss man jedes Jahr neu freischalten, damit dieser funktioniert und genutzt werden kann. Hier ist die jährliche Gebühr aktuell 123 €. Wenn man sich diesen Transponder anschafft, liegt der bei 171 € inklusive einer einjährigen Freischaltung. Das heißt, der Transponder allein schlägt dann mit 48 € zu Buche. Hat man keinen eigenen Transponder, kann man sich dann vor Ort gegen eine Gebühr von 30 € einen Transponder leihen, wodurch sich auch ähnlich wie bei der Lizenz dann der Effekt ergibt, dass man ab der 5. Veranstaltung ein wenig was spart und sich der Transponder selbst dann auch nach einiger Zeit amortisiert hat. Dementsprechend liegen wir jetzt hier bei den Fixkosten vor der Saison unter dem Strich bei 266 €. Der nächste Posten auf der Liste sind dann die Nenngelder. Für jede Veranstaltung ist ein Nenngeld im Vorfeld bei der Anmeldung zu entrichten. Das variiert ein kleines bisschen von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ich persönlich habe im Jahr 2025 an 5 von 7 Veranstaltungen der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft teilgenommen. Die Läufe in Schleiz und in Most konnte ich wegen Terminüberschneidungen nicht antreten. Und für die weiteren 5 Läufe, die ich gefahren habe, sind dann folgende Nenngelder angefallen. Für den Lauf in Oschersleben, den Lauf in Colmar-Berg und den Lauf am Schottenring jeweils 260 €. Für den Kölner Kurs am Nürburgring 270 € und für die Hockenheim Classics 290 €. Das bezieht sich auf die Klasse U, in der ich gestartet bin. Da gibt es auch noch kleine Unterschiede zwischen den Klassen, die sind aber auch eher marginal. So dass wir dann hier unter dem Strich bei 1340 € rauskommen. Das nächste sind dann natürlich die Reisekosten zu den jeweiligen Veranstaltungen. Hier habe ich jetzt rein die Spritkosten betrachtet. Da ich in Fulda relativ zentral in Deutschland wohne, sind da die Fahrstrecken eigentlich noch überschaubar. Also ich habe keine wirklich super lange Anreise zu einer der Veranstaltungen. Aber übers Jahr kommt da schon ein bisschen was an Kilometern zusammen und das möchte ich euch jetzt nachfolgend auflisten. Zum Lauf in Oschersleben betrug die einfach gefahrene Strecke 310 Kilometer, nach Colmar-Berg 358 Kilometer, zum Nürburgring 264 Kilometer, nach Schotten 56 Kilometer und nach Hockenheim 197 Kilometer. Macht 1185 Kilometer, das Ganze mal 2 für die jeweiligen Rückreisen, macht in der Summe 2370 Kilometer Fahrstrecke zu den Veranstaltungen und zurück. Mein Renault Traffic verbraucht da mit angehängtem Wohnwagen gut 10 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Wenn ich das dann runterrechne, sind das 237 Liter Diesel, die ich da verfahren habe. Bei einem durchschnittlichen Dieselpreis im Jahre 2025 bei 1,60 € kommen da unter dem Strich 379 € an Treibstoffkosten für die jeweiligen An- und Abreisen zustande. Da mein Vater Michael und ich ja meistens zu zweit oder eben gemeinsam zu den Veranstaltungen anreisen, kann man das möglicherweise auch noch durch 2 Personen teilen. Aber letzten Endes machen wir das nicht, dass wir das tatsächlich 50-50 aufteilen. Wir regeln das untereinander auf andere Art und Weise. Aber natürlich macht es dann da das Ganze einfacher, wenn man sich eventuell mit jemand anderem da zusammentut und gemeinsam fährt und sein Equipment da gemeinsam transportiert. Dann fällt natürlich auch noch der Treibstoff für mein Motorrad an. Pro Veranstaltung brauche ich da ca. 12 Liter Benzin für meine Yamaha RD. Für 5 Veranstaltungen sind das also 60 Liter.
Bei einem durchschnittlichen Benzinpreis von 1,75 € im Jahre 2025 sind das in der Summe 105 Euro. Dazu gut 2 Liter Zweitaktöl zu je 10 Euro der Liter, also am Ende 20 Euro, macht dann zusammen genau 125 Euro Treibstoffkosten für mein Motorrad, um die entsprechenden Veranstaltungen zu bestreiten. Ja, und wenn wir diese ganzen einzelnen Posten jetzt addieren, ergibt sich dann am Jahresende folgende Endabrechnung. Die Fixkosten vor der Saison von 266 Euro, Nenngelder für 5 von 7 Veranstaltungen in Höhe von 1340 Euro, Treibstoffkosten für An- und Abreise 379 Euro, Treibstoffkosten für mein Motorrad 125 Euro, macht abschließend unter dem Strich einen Gesamtkostenpunkt von 2110 Euro. Wenn ich das Ganze noch durch die je 5 Veranstaltungen teile, ergibt sich hier ein durchschnittlicher Kostenpunkt von rund 420 Euro pro Veranstaltung. Was ich jetzt beispielsweise nicht berücksichtigt habe, sind die Kosten für Verpflegung, weil die hätte ich zu Hause auch. Essen und trinken muss ich immer, ob ich jetzt zu Hause bin oder an der Rennstrecke. Die Reisekosten können natürlich auch variieren, aber ich finde, da ich relativ zentral in Deutschland wohne und die Veranstaltungen teilweise kreisförmig um meinen Wohnort liegen, stelle ich persönlich da einen ganz guten Durchschnittswert dar. Ja, möglicherweise muss der ein oder andere bei diesem Betrag jetzt erstmal schlucken. Jemand, der das Ganze vielleicht noch professioneller betreibt, beispielsweise in der IDM, der wird darüber lachen und das als Peanuts abtun. Dennoch würde mich da eure Einschätzung mal interessieren, also schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, wie ihr diese Beträge oder den Gesamtbetrag einordnet. Da würde ich mich mal über Feedback freuen. Gleichzeitig gibt es vielleicht den ein oder anderen jüngeren Nachwuchsfahrer, der sich da jetzt fragt, wie soll ich denn das Ganze stemmen, beispielsweise als Schüler, Student, Auszubildender oder am Anfang des Berufslebens. Auch dafür hat sich der VfV für die Deutsche Historische Motorradmeisterschaft was überlegt. Darauf möchte ich gerne im nächsten Video dieser Reihe eingehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne schon mal den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.